Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Hier möchte ich einen Ständer für einen sogenannten Wow-Stick konstruieren. Der Wow-Stick, das ist so ein elektrischer Schraubenzieher, den habe ich gestern bekommen. Der wird von Xiaomi produziert und läuft mit zwei 1,5 Volt Batterien und hat schöne Abmaße. Und man kann den auch ohne Batterie, also als normalen Schraubenzieher benutzen, wenn es halt mehr Kraft braucht. So, der Durchmesser von dem Teil, der ist um die 16 mm. Und dann beginnen wir da mal mit der Konstruktion. Das heißt, erstmal eine neue Datei. Und ich habe mir schon überlegt, wie der Ständer aussehen soll. Das heißt, erstmal machen wir einen neuen Körper. Den benenne ich in Ständer. Da. So, da drauf eine neue Zeichnung. Die machen wir diesmal nicht auf die XY, sondern auf die XZ-Ebene, weil da möchte ich einen Rotationskörper machen. Und dann konstruieren wir das Ganze hier als Spline. Der fängt hier an. Dann geht das Ganze hier über zwei Punkte und das ist der Endpunkt. So, die Maße hier, erstmal das Maß hier, das wird 35 mm, das heißt 70 mm ist das Teil, hat das Teil unten Durchmesser. Hier oben, da machen wir ein Maß von 15 mm und diese beiden hier, gerade mal ausprobieren, machen wir die sich eine schöne Form da überlegen. Die können wir locker waagerecht erstmal verbinden. Und jetzt ist noch ein Maß wichtig, und zwar das Maß hier, das heißt die Höhe, und das wird 65 mm. So, das heißt, wir müssen uns das hier ein bisschen verschieben, dass da auch was Hübsches rauskommt. Ziehen wir das hier noch ein bisschen rein. So soll das Ganze aussehen. Dann machen wir noch ein paar Strecken rein. Einmal hier eine waagerechte, die da drauf sich abstützt. Dann machen wir die Verbindung hier zum Nullpunkt und verbinden den Nullpunkt mit diesem Punkt hier. So, damit ist die Form des Ständers soweit klar. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist, dass man die beiden hier vielleicht noch ein bisschen anders macht. Will man das, machen wir das ruhig ein bisschen höher. So, damit das auch ein bisschen Masse hat, dass er da gut drin stehen kann. So, schließen wir das Ganze und hieraus machen wir jetzt eine Rotation. Da ist die Rotation da, das gibt den Ständer. Und ich mache direkt hier oben erstmal die Bohrung rein. Das heißt, wir erzeugen eine neue Strecke, einen neuen Sketch, neue Zeichnung auf dieser Fläche dort. Und das haben wir vorhin gesehen, das Maß ist so knapp unter 16. Ich mache das Loch lieber ein bisschen größer, das heißt 16,45 mm machen wir das. Und das wird 50 mm da rein gefräst, weil dann passt der Stick mit dem eingelegten Bit ganz gut da rein und wackelt nicht zu stark. Und dann machen wir da eine Vertiefung um 50 mm. So, jetzt sieht das noch nicht so richtig hübsch aus. Das heißt, ich mache hier erstmal eine Abrundung dran. Da hat er ein bisschen was zu rechnen und die wird nicht ein. Dann machen wir mal eine 5 raus. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann machen wir hier auch noch eine kleine Abrundung dran. Erst einmal OK drücken. Das bitte auch abrunden.
Da machen wir eine 2 mm raus. So sieht das ganz nett aus. Ja, so wollen wir das. Hier, da mache ich auch noch eine Abrundung dran. Du bitte auch abgerundet. Und da nehmen wir, na komm, gibt der einen Ruck. Und da machen wir 2 mm raus. Okay, so, und da ist der Ständer fertig und den können wir jetzt so im Prinzip drucken. Und mehr muss man da nicht machen. Hier noch Schrift reinsetzen, so kann man alles machen. Ich mache das jetzt nicht. Das heißt, ich exportiere das Ganze jetzt einfach und Steuerung E für Export. STL ist korrekt und dann machen wir das. Hier habe ich so ein Verzeichnis, da habe ich schon mal so ein Teil konstruiert. Das nennen wir jetzt Unbekanntständer STL. Einmal Cora starten. So, dann öffnen wir die Datei. Wie gesagt, bei Cora muss man hier mal ein bisschen warten. So, jetzt können wir uns das Verzeichnis aussuchen. Das ist das Verzeichnis FreeCAD hier. Und dann haben wir hier unten das Verzeichnis WowStick und Unbekanntständer STL. Da ist der Ständer. Und den können wir jetzt slicen lassen. Slicing-Einstellungen Schichtdicke 0.25. So, Wände und so, da brauchen wir nichts dran ändern. Oben, unten, das ist soweit auch alles korrekt. Oberfläche, Außenhaut, Schichten. Da machen wir eine 1 hin. So, Muster oben, unten, Zickzack, das kann er so lassen. Füllung 20%, das ist auch in Ordnung. Geschwindigkeit, Bewegungen, das ist auch soweit. Kühlung 15, ja, das wird dann schön, wenn es oben halt weniger zu drucken gibt, wird das trotzdem hübsch. Keine Stützstruktur, ein Skirt reicht völlig aus, also slicen wir das Ganze. Und jetzt können wir uns das in der Vorschau anschauen, wie er das erzeugt. Kann man hier ein bisschen reinzoomen. Und kann man jetzt sagen, okay, diese Füllung da, das gefällt mir nicht so. Gucken wir bei Infill. Materialfüllung, das machen wir lieber mal mit Trihexagon. Oder aber mit Gyroid. Das sieht immer ganz nett aus. Davon sieht man aber wirklich nur was, wenn man das mit transparentem Material druckt, dann würde man hier das auch innen so sehen. Okay, das Ding wiegt 47 Gramm, hat also schon ein bisschen Masse, dass der Stick damit nicht mit umfällt. Und können wir das Ding drucken, braucht 2 Stunden ungefähr. Cora ist da immer ein bisschen optimistisch, wird bestimmt 3 brauchen und dann ist der Ständer für den Stick fertig. So, das war's zu diesem Video. Noch einmal, wenn euch solche Videos gefallen, lasst bitte ein Abo da, klickt auch gegebenenfalls auf die Glocke. Einen Daumen hoch wird natürlich auch immer gerne gesehen und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Tutorius. Tschüss!